Hi, heute möchte ich über ein ganz aktuelles Thema sprechen, wie eigentlich immer, aber tatsächlich sehr aktuell, und zwar die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz oder KI kurz, und was diese Nutzungsszenarien eben halt auch mit der Frage der Datensouveränität zu tun haben. Natürlich ist das ein ganz weites Feld und ich möchte da auch nicht in allzu große Details abtauchen, sondern vielleicht auch verweisen auf die vielen Kompetenzen, die wir bei uns im Fraunhofer Verbund I&K-Technologie haben, zum Beispiel bei den Kollegen vom Fraunhofer IHS in St. Billinghofen oder auch an anderer Stelle beim Fraunhofer IESE beispielsweise. Aber ich möchte doch einige Nutzungsszenarien vielleicht mal so ein bisschen kategorisieren, weil das eben auch Themen sind, die Anfragen auch bestimmen, die uns erreichen, wenn man sich fragt, naja, wie gehen wir mit Daten um und welche Varianten, welche Kategorien der industriellen Nutzung von KI gibt es denn eigentlich? Und man kann sicherlich mindestens 5 grundsätzliche Nutzungstypen unterscheiden. Wie gesagt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube, es hilft mal so ein bisschen halt eine Strukturierung auch in eine Auslegeordnung der Nutzung von KI in einem industriellen Kontext halt zu erreichen. Die erste Nutzungsgruppe ist letzten Endes halt die Nutzung von, ich sag mal, klassischer KI, würde ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführen, durch ein Industrieunternehmen. Also man nutzt Services, die bereitgestellt werden von einem Anbieter, die wiederum auf Basis von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen basieren. Und da gibt es einfach eine ganz große Palette von Angeboten, wo wir teilweise gar nicht uns bewusst sind, dass dort künstliche Intelligenz verwendet wird. Beispielsweise in der Sensorik, in der Bilderkennung wird von Kamerabildern einfach ganz häufig schon KI auf dem Sensor ausgeführt, sodass wir hier einfach eine Klassifizierung der Bilder halt sozusagen vor Ort direkt erreichen können. Oder in der Transport- oder Intralogistik gibt es ganz viele Anwendungen, zum Beispiel vom Scheduling von Transportrouten in einem Lager, die ganz natürlich schon unter Verwendung künstlicher Intelligenz erfolgen. Also das ist etwas, was eigentlich Commodity-Standard ist, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben wir als zweiten Nutzungstyp, wenn man so will, sicherlich die Gruppe derjenigen KI-Anwendungen, die industrielle Unternehmen nutzen, um ihre eigenen Dienstleistungen, die sie dann wiederum ihren Kunden anbieten, anzureichern und zu verbessern. Und da haben wir gerade im industriellen Kontext auch wieder eine ganze Palette von Diensten, die wiederum dann auch Daten von anderen, insbesondere zum Beispiel von Kunden, nutzen, beziehungsweise den Maschinen, die diese Kunden nutzen, die sogenannte Installed Base. Und wir haben ganz viele Beispiele, die auch schon länger diskutiert werden, zum Beispiel prädiktive Instandhaltung und Wartung, wo ich eben halt Verfahren der künstlichen Intelligenz nutze, um letzten Endes Zustandsdaten aus der Nutzung dieser Produkte, zum Beispiel von einem Schweißroboter oder letzten Endes eben halt auch einem Fahrzeug, einem Automobil eben auszuwerten und darüber halt letzten Endes halt Muster zu erkennen zum Wartungszustand, zum Verschleißzustand einzelner Komponenten. Und in dieser zweiten Gruppe der Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Industrie haben wir dann natürlich auch, das wird niemand überraschen, schon Fragen der Datensouveränität bzw. der Rechte an den Daten zu beantworten, die ich eben halt zum Trainieren dieser Algorithmen halt verwende. Denn ich hatte es schon gesagt, es geht um Anlagen, die beim Kunden betrieben werden und letzten Endes halt auch dem Kunden gehören. Und die Frage, wem dann die Daten gehören, die für die KI-Algorithmik halt verwendet werden, ist natürlich virulent und wird eben geregelt im Data Act der Europäischen Union, der letzten Endes halt den Besitzern dieser intelligenten Geräte gewisse Rechte auch an den Daten, die diese Geräte und Produkte halt produzieren, halt einräumen. Also das ist die zweite Gruppe. Und hier müssen wir eben schon sehen, dass wir, wie gesagt, schauen, dass wir einen gewissen regulativen Rahmen haben, der hier eben halt auch einzuhalten ist. Die dritte Gruppe, kann man sagen, ist vielleicht die Nutzung von generativer KI durch ein Industrieunternehmen. Und um vielleicht hier auch nicht allzu sehr ins Detail einzusteigen, aber man kann generative
KI abgrenzen von prädiktiver KI beziehungsweise auch diskriminierender KI, wie man manchmal sagt, weil die generative KI tatsächlich einen stärkeren Fokus darauf hat, neue Inhalte zu generieren, zu erstellen und nicht nur in Anführungszeichen aus bestehenden Daten Muster oder Zusammenhänge oder Klassifikationen zu ermitteln, wie das in der Vergangenheit bei der Mehrzahl von KI-Anwendungen der Fall war. Wir kennen generative KI durch die großen Sprachmodelle, ChatGPT nutzen wir alle. Und die dritte Gruppe der KI-Anwendung könnte man eben halt so zusammenfassen, dass das etwas ist, wo Industrieunternehmen generative KI, also beispielsweise große Sprachmodelle, anwenden. Die Mehrheit dieser Anwendungen ist in unserem Dafürhalten zurzeit zu finden bei sogenannten White-Collar-Bereichen, also im Prinzip bei Bürotätigkeiten beziehungsweise bei den Unterstützungsfunktionen, in der Beschaffung, im Einkauf, vielleicht eben auch schon in der Softwareentwicklung, hat sich aber noch nicht so stark aus unserer Sicht durchgesetzt auf Shopfloor-Ebene zum Beispiel. Die vierte Nutzung von KI kann man grob einordnen in die Anreicherung bestehender generativer KI-Modelle, also zum Beispiel großer Sprachmodelle durch eigene Daten. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Also ich kann entweder sozusagen eigene Daten zusätzlich für generative KI, große Sprachmodelle zur Verfügung stellen und dadurch letzten Endes das Ergebnis besser machen. Also platt gesagt wird die generative KI performanter, indem ich eigene Daten aus eigenen Datenbeständen halt zuführe. Da ist natürlich dann aber auch sicherzustellen, dass wenn ich das mache für Dritte, dass ich auch sicher gehen kann, unter welchen Bedingungen diese Daten letzten Endes dann über das Sprachmodell genutzt werden können und auch unter welchen Bedingungen ich denn eigentlich bereit bin, diese Daten dann eben verfügbar zu machen. Bekannte Verfahren sind zum Beispiel Retrieval Augmented Generation, RAG. Das ist ein Verfahren, wo man letzten Endes halt eigene Daten zu Sprachmodellen hinzufügen kann. Und was letzten Endes auch sehr bekannt ist, ist das sogenannte Feintuning, was letzten Endes dazu führt, dass ich Sprachmodelle trainiere, auch unter Verwendung eigener Daten und damit, ich möchte mal sagen, einen gewissen Spin gebe, also ein gewisses Customizing eines bestehenden Sprachmodells. Auch hier, wie gesagt, ist zu überlegen aus Sicht der Datensouveränität, für welche Anwendungsgruppen dann das Sprachmodell halt eingesetzt wird, ob ich das nur für mich mache oder ob ich das letzten Endes eben halt auch für Dritte verfügbar mache oder verfügbar machen lasse. Und dann ist natürlich interessant auch zu überlegen, naja, wenn über das Zuführen meiner eigenen Daten das Sprachmodell besser wird, will ich sicherlich dafür auch kompensiert werden. Nicht? Also ich könnte mich fragen, welchen Wertbeitrag liefern denn meine Daten für die Leistungsfähigkeit dieses Modells? Und diesen Beitrag kann ich mir ja irgendwie kompensieren lassen, beziehungsweise ich kann ihn zumindest vielleicht abschätzen oder vielleicht auch bewerten. Ganz interessante Fragen. Und hier sehen wir auch, dass es halt sehr sinnvoll ist, dass wir Konzepte der Datenraumtechnologien, die ja gerade darauf abzielen, diese Nachvollziehbarkeit der Datennutzung und letzten Endes halt auch die Idee, dass Daten einen Wert haben, wenn sie genutzt und verteilt werden, einzubringen in die Diskussion um generative KI. Ein fünfter, ganz spannender Bereich ist dann das gemeinsame Trainieren von großen Sprachmodellen oder auch sogenannter Basismodelle, also Foundation Models. Und hier sehen wir ein ganz großes Potenzial in Bezug auf industrielle Basismodelle, denn wir müssen ja feststellen, dass heutige Basismodelle in überwiegender Zahl eigentlich basieren auf Daten, die öffentlich zugänglich sind und die eigentlich immer noch eine sehr hohe Textlastigkeit haben. Wie interessant wäre es denn, wenn wir tatsächlich auch die Daten nutzen können, die nicht frei verfügbar sind, sondern die letzten Endes halt in den Datenbanken, in den Applikationssystemen, in den Cloud-Architekturen der Unternehmen halt liegen. Diese Daten tragen einen immensen Wert in sich, den man natürlich nutzen könnte, um gezielte Basismodelle für einzelne industrielle Domänen zu entwickeln oder eben halt auch gemeinsam solche Basismodelle zu trainieren. Aber man ahnt es, warum sollte ich als Unternehmen, was über einen solchen Datenschatz verfügt,
nun meine Daten bereitstellen für jemanden anderen, Dritten, der ein so großes Basismodell erstellen will, wenn ich selber nichts davon habe. Und das wird man nur tun, wenn wir Konzepte entwickeln, wie wir vielleicht auch, ich möchte mal sagen, Anteile an diesen größeren Datenmodellen, gemeinsam Shared Foundation Models halt halten können, beziehungsweise wenn irgendwie klar ist, wie der Beitrag der eigenen Daten für diese Industry Foundation Models dann halt auch bestimmt werden kann und wie ich für das Einbringen dieser Daten dann auch Kompensation erfahre. Und auch hier haben wir wieder aus unserer Sicht die Herausforderung und aber auch die Möglichkeit, dass wir die Daten- und KI-Wertschöpfungskette komplett denken. Das scheint mir ohnehin ein Denkmodell zu sein, was zielführend ist zur Gestaltung und Analyse von KI-Nutzung im industriellen Kontext generell, dass wir uns also fragen, wo kommen die Daten her, wo werden sie aufbereitet, wo werden sie kuratiert, wohin werden sie verteilt, was wird dann in welcher Form von KI damit gemacht und wie kann ich eigentlich auch nicht nur diese Datenwertschöpfung halt modellieren und analysieren, sondern auch den Wertschöpfungsprozess, die Wertgenerierung, die in diesem Prozess halt erfolgt. Tja, und man sieht, das ist ein ganz interessantes Thema, hochaktuell, an dem wir uns, wie gesagt, mit Partnern und Freunden innerhalb und außerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft sehr stark gerade einbringen und diese Fragen voranbringen. Und das macht Spaß und wir sind dann auch, freuen uns jetzt schon darauf, in Zukunft dann auch sukzessive weiter Ergebnisse und Erfolge berichten zu können.